Ja, willkommen zurück zum Blog. Heute wieder nochmal auf dem Rad. Fangen wir an. Heute habe ich den Karoo 2 dabei. Da mache ich gerade ein Video zu, um einfach mal die Navigation zu zeigen, wie das auf dem Karoo 2 funktioniert von Hammerhead. Ja, da haben wir schon das gute Stück. Wir sehen jetzt hier 84% ist der Ladestand um 16:27 Uhr. Wir sehen jetzt nachher mal kurz im Akkuvergleich, was wir jetzt verbraucht haben auf der Tour. Wir wollen jetzt einfach mal eine Tour starten. Ich muss dazu aber sagen, das Ganze hier ist auch auf Englisch, also nur vorweg, es ist kein schwieriges Englisch, aber es ist alles in Englisch und ihr habt auch nicht die Möglichkeit, das Ganze hier in Deutsch umzustellen. Was wir aber schon mal gut sehen können, ist hier das Display, das ist wunderbar schön ausgeleuchtet, schön farbig. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz hier auf Routes und dann sehen wir hier alle Routen und wir sehen auch schon hier, dass ich die immer zweimal drin habe. Das hat einen Grund. Ich habe das Ganze hier auf Komoot geplant. Und es ist so, dass ich, wenn ich es auf Komoot plane, ich habe den Suunto-Account verknüpft, das wird dann auf Suunto synchronisiert und dann bekomme ich einmal eine Synchronisation von Suunto beziehungsweise hier von Komoot. Also wenn ihr es nicht haben wollt, müsst ihr da entsprechend schauen, dass er das, ja, die Verbindung unterbrecht, beziehungsweise, ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Gut, dann wählen wir jetzt die Route einfach mal aus. Dann sehen wir hier auch schon mal in der Übersicht, wie die Route verläuft, in Gelb. Wir sind jetzt hier, fahren in Odenwald raus. Und wir kriegen hier so eine Übersicht der Distanz, dann die Steigung, 481 Metern. Und dann können wir hier noch ein bisschen was editieren bzw. umbenennen. Ich nehme das Ganze jetzt einfach so hier ein, sagen wir OK. Dann wird das Ganze hier prepared bzw. vorbereitet. Wir haben dann einmal hier ein Touch-Display, das wir nutzen können. Wir haben auch hier die Tastenmöglichkeit, um hier mit den Tasten durchzugehen. Dann bekomme ich jetzt hier schon direkt angezeigt, wann die nächste Abbiegung kommt. Das können wir aber auch einfach nach unten wischen, beziehungsweise ich kann dann auch hier mir das Ganze in meinem Verlauf anschauen. Sehen wir hier schon, was uns auf uns zukommt. Und ich bekomme eine Übersicht, was die Berge angeht. Wenn wir hier oben auf den Berg klicken, dann sehen wir hier ein Climb, 1 von 1. Und wir sehen jetzt hier 1,6, in Stadt 1,6 Kilometer, beziehungsweise 5,2% Steigung im Schnitt. Und Länge ist 8,1 Kilometer des Bergs. Also wir laufen heute einen Berg. Und hier oben können wir dann nochmal draufklicken. Dann kann ich mir auch nochmal das ganze Profil anschauen, beziehungsweise hier entsprechend auch reinzoomen, ne? Geht es zurück? Hier, genau. So, dann sehen wir hier das Ganze hier auf 200 Metern. Wenn wir hier mal drauf drücken, sehen wir hier auf 10 Kilometer, beziehungsweise dann auf 19,9 Kilometer. Ja, mal ersten Blick aufs Kartenmaterial zu werfen. Wir sehen jetzt hier unten ist die Karte eingeblendet und wir können jetzt hier auch entsprechend rein und rauszoomen. Jetzt sehen wir erstmal im Detail die Karte. Wir können übrigens auch hier sehen, das Blaue ist dann die Steigung, auf die wir jetzt zufahren. Und wenn wir dann mal ein bisschen so in die Karte hereinzoomen, sehen wir auch, dass hier Straßennamen angegeben werden. Also die sind auch teilweise enthalten bzw. enthalten. Was ich jetzt nicht direkt machen kann, ist jetzt hier wie beim Edge zum Beispiel hier ja Freihandmodus das Ganze ja anzuschauen. Ich muss hier länger auf die Taste drücken und dann kann ich mir hier auch nochmal die Karte im Detail anschauen und könnte theoretisch auch nochmal einen Pin setzen, wo ich dann hin möchte. Also wenn wir jetzt einfach sagen hier Pin, dann könnte ich sagen hier navigiere mich zu diesem Pin. Das könnte ich an dieser Stelle auch machen. Das möchte ich jetzt aber nicht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Aber es ist halt nicht möglich hier, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier beim Edge sind. Und wir können ja hier im Edge auf den Freihandmodus gehen und hier könnte man theoretisch hier nochmal die Karte anschauen und müsst nicht extra raus, so als kleiner Vergleich. Ja, aber wir können das mal kurz sehen, wenn wir das Display schon mal anschauen, sehen wir hier ein Memory in Pixel Display, das hier entsprechend ja beleuchtet werden muss. Ich habe es jetzt aber niedrig eingestellt, es geht auf jeden Fall heller und wir sehen hier das schöne, auch beleuchtet ausgestrahlte Display. Also hier wirklich die Farben schön kräftig, klar, sehr scharf, also wirklich gut anzuschauen. Kann ich wirklich sagen, was das Display angeht, echt wirklich top. Ja, wir sind jetzt hier am Anfang des Berges. Der gelbe Pin ist aktuell der bin ich quasi, der da jetzt steht. Dann bekommen wir hier einmal eine Übersicht der Strecke. Wir sehen jetzt hier die blaue Linie, was ich vorhin schon gesagt habe. Da sind wir jetzt am Berg drin, beziehungsweise im Berg drin. Und wir können uns dann nochmal das Ganze im Detail anschauen. Wir sehen einfach hier, können wir einfach das hochswipen. Dann sehen wir einmal hier to top noch 7,2 Kilometer, 370 Höhenmeter Rest. Also die Zahl wird immer kleiner hier. Und wir bekommen so eine Aufsplittung des Berges. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn wir das hochscrollen, das im Detail anzuschauen. Hier sehen wir jetzt, dass wir hier den Berg aufgeteilt bekommen in verschiedene Steigungen und auch das farblich entsprechend ja, gekennzeichnet wird. So wisst ihr einfach, wie der Berg entsprechend aussieht. Dann wird hier auch noch die Steigung angezeigt, wenn ihr fahrt. Und dann können wir im Detail nochmal die Routennavigation anschauen. Sehen wir auch hier, was alles auf uns noch zukommt.
Ja, ihr bekommt so etwa 145 Meter vorher ein akustisches Signal und hier unten die Übersicht ploppt auf. Wir sehen hier, da füllt sich ein schwarzer Balken. Das heißt also, wenn ihr mit Meter nicht so viel anfangen könnt, das war übrigens jetzt gerade Garmin Edge, dann könnt ihr unten sehen, wann ihr abbiegt, beziehungsweise gibt euch so eine kleine Orientierung. Und wir sind jetzt hier noch 59 Metern, dann kommt es zur Kreuzung. Die ist hier vorne gerade, die Kreuzung, 18 Metern. Links abbiegen. Das war, genau, mir kommt jetzt hier das nächste Signal angezeigt. Also das erste Signal war der Edge und das Piep war jetzt gerade der Karoo und für die nächste Abbiegung in 95 Metern. Und wir sehen jetzt auch hier, da wird so ein scharfer Pfeil angezeigt, also scharf nach rechts. Und wir haben hier oben dann so eine, ja, Spitzkehre und die wird entsprechend dann gleich hier gefahren und bekommen wir entsprechend hier auch angezeigt. Ja, was ich auf der Karte ebenfalls noch zeigen will, ist hier einmal das Kartenmaterial an sich. Wir sehen jetzt hier, dass wir entsprechend einen Weg haben, beziehungsweise hier ist der Schotterweg, der hier lang geht. Das ist jetzt der Weg hier, wo der Radfahrer da gerade kommt, oder der Läufer ist es. Und wir sehen jetzt auch hier einen roten Strich. Ja, was ist das? Das ist ganz einfach. Ich habe von Suunto die Heatmap installiert und wir sehen hier, dass die Heatmap von Suunto direkt hier angezeigt wird. Und dann wisst ihr, das ist eine stark befahrene Straße. Was ihr ebenfalls mit dem Gerät machen müsst, ist Karten herunterladen. Das heißt, ihr müsst euch dann die Region, wo ihr seid, entsprechend runterladen. Das wäre zum Beispiel bei uns Hessen, Baden-Württemberg etc. Also nach Bundesländern eingeteilt. Die ladet ihr runter. Ist aber genug Platz, um ganz Deutschland herunterzuladen. Also das ist nicht das Problem. Und da könnt ihr auch auswählen, ich möchte gerne die Heatmap haben von Suunto und dann wird es entsprechend mit installiert. Und ihr habt es hier auf der Karte drauf. Und wir sehen jetzt hier, ich biege jetzt hier gleich ab. In 4 Meter ist die scharfe Kurve. Also das ist jetzt gerade hier hinter mir. Ja, noch eine Sache zum Kartenmaterial, das hatte ich jetzt vergessen. Wir sehen hier unten so eine blaue Linie und das ist hier unten, also hier unten am Baum entlang, da geht so ein Bach. Das ist hier die Strecke, also wir sind gerade hier hochgefahren. Das ist hier so ein Bach und wir kriegen auch ganz gut angezeigt, dass dieser Bachverlauf ebenfalls hier auf der Karte drauf ist. Also das wollte ich einfach noch mal kurz erwähnen, dass auch so Kleinigkeiten hier enthalten sind und das ist jetzt kein großer Bach, das ist wirklich was Kleines. Ich hatte bei der Abbiegung aber jetzt schon einmal den Fall, dass ich bei einer Doppelabbiegung, das heißt also, da kamen 2 Kreuzungen dicht hintereinander, dass ich die erste gar nicht angezeigt bekommen habe, sondern die zweite. Und ja, das war ein bisschen blöd insoweit, weil dieses Pop-up-Fenster dann auf die Karte geht, dann müsst ihr es runter machen, um dann auch die Karte zu sehen. Das ist leider ein bisschen schlecht gelöst, hatte ich aber bis jetzt nur einmal der Fall. Also mit hoch runter meine ich einfach, dass ihr dann wirklich hier hoch und runter scrollen könnt während der Fahrt. Das reagiert auch ganz schnell, wie ihr seht, das ist auf jeden Fall möglich. Und wir sehen jetzt hier auch, da geht es in den Wald hinein. Was wir ebenfalls ganz gut erkennen können, also wir fahren hier gerade auf Schotter, das ist vielleicht für Rennradfahrer interessant, alles hier Schotter, dass diese entsprechend hier auch mit einer gestrichelten Linie angezeigt werden. Wir sehen hier, da ist alles hier im Schotterbereich. Ja, um einfach mal so einen kleinen Vergleich zwischen dem Edge 1040 und dem Karoo 2 Display zu zeigen. Wir haben jetzt links hier das Ganze auf so 3/4 Stärke eingestellt. Also man kann ja auch hier runter scrollen. Also wenn man hier runter scrollt und sagt hier auf, ja, oh, sogar mehr. Also man kann das Ganze hier nochmal runterdrehen. Können wir mal zum Beispiel auf Hälfte gehen. Dann sehen wir auch hier den Screen können wir ausschalten. Also hier können wir alles mögliche noch einstellen. Und selbst auf halber Stärke sehen wir hier ein wirklich sehr gut ausgeleuchtetes Display. Ich muss dazu sagen, der Edge ist momentan auf automatisch eingestellt. Das heißt also, er guckt einfach, wie die Umgebungsbeleuchtung ist und stellt es entsprechend automatisch ein. Ja, des Weiteren bekommt ihr auch immer angezeigt. Wir sind jetzt hier 0,6 Kilometer. Das heißt einfach, hier findet das nächste Event statt, beziehungsweise die nächste Abbiegung. Und dann seht ihr immer auf einen Blick, wie das Ganze ist. Wir sehen auch hier, müssen dann entsprechend rechts abbiegen und die gelben Pfeile, die wir sehen, das sind die Pfeile in der Fahrtrichtung. Das heißt also, ihr bekommt dann auch entsprechend die Fahrtrichtung angezeigt. Gerade wenn es eine Doppelung der Route gibt, das heißt hin und zurück, dann wisst ihr dann entsprechend, wo ihr abbiegen müsst. Ja, wenn wir uns die Wege mal so anschauen, wir sehen jetzt hier rechts so einen Landwirtschaftsweg, der schon ziemlich mitgenommen ist. Und hier den Schotterweg, der geradeaus geht. Auch das sind wir ebenfalls hier auf der Karte. Wir sehen einmal den Weg rechts abgehen, den wir hier vor uns sehen. Wir sehen auch hier, dass der dann auch endet, beziehungsweise nochmal rechts eine Spitzkehre abbiegt und dann zurückgeht. Und so habt ihr das auch ein bisschen Übersicht. Das heißt also auch, solche Wege hier sind enthalten und wir gravelen jetzt mal geradeaus weiter. Ja, ebenfalls habt ihr die Möglichkeit beim Karoo 2 auch ein sogenanntes Live-Track zu verschicken. Das heißt, jemand kann dann schauen, wo ihr unterwegs seid. Ihr bekommt dann einen Link, den ihr verteilen könnt. Und dieser Link, wie gesagt, können die dann entsprechend draufklicken und sehen dann auch, wo ihr gerade unterwegs seid.
Blick, wie es jetzt hier entsprechend aussieht. Wir sind jetzt schon einen Teil des Berges gefahren und befinden uns jetzt quasi mitten im Anstieg. Was ich jetzt aber zeigen wollte, sind zwei Dinge. Das erste ist, wir sind hier nach 1,5 Kilometer Turn Left, also links abbiegen. Und wir sehen jetzt hier, kommt so eine Kreuzung, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber hier heißt dann halt einfach geradeaus fahren, nicht links oder nicht rechts, solange keine Anweisung kommt wie in der Fahrschule, das entsprechend machen. Was wir jetzt aber machen werden, wir werden uns nicht an die Strecke halten, wir werden den Weg jetzt hier rechts hochfahren. So, dann fahren wir jetzt einfach mal hier hoch und dann gucken wir einfach mal, wann sich hier das Gerät meldet. So, und es ist schon relativ zeitnah. Wir sind jetzt hier, wir bekommen jetzt hier die Anzeige und wie ich es auch schon mal in den Tests gelesen habe, er sagt jetzt nicht bitte wenden, was eigentlich sinnvoller wäre. Nein, er schickt uns jetzt quasi hier links weg und wir sehen auch in den roten Linien, dass es die Alternativroute ist. Warum sage ich das? Weil ich sehr begeistert bin, wann es reagiert hat. Es war wirklich sehr schnell. Wir gucken mal. Wir sehen hier unten, das ist die Kreuzung. Lass es 15 Meter sein. Dann habe ich hier direkt schon die Meldung bekommen. Da hat der Edge 1040 mit seinem Multiband-GPS noch überhaupt keinen Mucks gemacht. Also hier wirklich top, wann das Ganze hier reagiert hat. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen kritisch, dass wir hier nicht zurückgeschickt werden, weil es einfach sinnvoll wäre. Wir bekommen jetzt einfach eine Alternativroute in Fahrtrichtung. Macht vielleicht jetzt Sinn, wenn man im Rennrad irgendwo schnell unterwegs ist, aber jetzt hier beim Travel wäre das jetzt möglich zurückzufahren. Ja, um noch mal ganz kurz auf das Steigungsprofil zu kommen, weil es, glaube ich, vorhin nicht ganz rübergekommen ist. Wir haben ja, wie gesagt, einmal oben hier die Grafik. Wir sind hier, ich bin schon weit fortgefahren. Das ist alles schon grau schraffiert, was ich gefahren bin. Das hier ist noch vor mir. Was aber interessant ist, ist hier die Linie hier unten, wo jetzt mein Finger hin zeigt, wo die 18,2 stehen, 10,5, 1,3. Das sind so die Steigungen, die auf euch zukommen. Und die Balken haben so etwa die Länge, wie lange die fahrt. Wir sehen hier zum Beispiel der Balken mit diesen 17,8, was glaube ich, ist auch egal. Der ist jetzt schon fast verschwunden. Hier kommt jetzt gleich eine 18,2% Steigung, bis es dann auf 10,5 geht. Also habt ihr auch so eine kleine Übersicht. Finde ich wirklich an dieser Stelle wirklich sehr gut gemacht. Ja, des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr hier nach unten swiped, erstmal alle möglichen Sachen noch einzustellen. Wir können aber auch, wenn wir jetzt rüber scrollen auf Ride, können wir einmal hier natürlich die Strecke beenden und auch neue Strecke auswählen. Das wäre hier oben, das möchte ich jetzt nicht machen. Aber wir können auch sagen Navi to Home oder Navi to Start. Also hier könnt ihr dann entsprechend auch das Ganze nochmal entsprechend einstellen, beziehungsweise hier unten auch ein Workout hinzufügen. Und so habt ihr dann entsprechend auch hier die Möglichkeiten, das einzustellen. Ja, um mal ganz kurz auf die Sensoriken einzugehen, die mit dem Karoo 2 verbunden sind. Also wir haben hier vorne das Gerät hier, sehen Sie hier. Und wir haben einmal hier von Garmin den Geschwindigkeitssensor, der ist über ANT Plus verbunden. Dann haben wir von Wahoo, das sehen wir hier hinten, mit ANT Plus ist hier der Trittfrequenzsensor verbunden. Und ich habe hier die Wattpedale von Garmin, die Rally-Pedale, habe ich ebenfalls miteinander verbunden. Ihr könnt bis zu 15 ANT Plus Sensoren verbinden. Und kleiner Tipp, wenn ihr Shimano-Schaltung habt, also es wird mit dem neuen Update die Shimano-Schaltung nicht mehr unterstützt, also die elektronischen. Wenn ihr das Update nicht macht, also zumindest in meinem Auslieferungszustand, war es noch möglich, entsprechend hier mit Shimano-Schaltung das Ganze zu verbinden. Das geht jetzt leider nicht mehr. Aber so habt ihr jetzt mal gesehen, ich habe hier verschiedene Hersteller miteinander verbunden, ist alles kein Problem, wird alles entsprechend unterstützt. Mal kurz die Sonneneinstrahlung demonstrieren. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Sonne und wir sind hier. Das Karoo 2 Display ist wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Auch das Memory Pixel Display natürlich sehr gut. Das profitiert natürlich von der Sonne und ja, definitiv ein sehr gutes Display. Ja, mal kurz dann auf die Akkulaufzeit zu kommen. Wir sehen hier, Netto-Fahrzeit ist 1 Stunde 6. Ich hatte jetzt hier Autopause und ich bin auch noch 14,7 Kilometer gefahren auf 378 Höhenmeter. Das ist natürlich jetzt nicht die große Strecke, also es war einfach jetzt nur mal das Ganze mal zu zeigen. Wir sehen aber hier auf dem Edge, da gibt es keine Autopause, wir sind wirklich gefahren 1 Stunde 52, das heißt also die Diskrepanz ist tatsächlich, was ich dann fürs Filmen brauche. 18,29 und wir sind jetzt bei 67%, das Ganze hat hier angezeigt oder Anzeige durchgehend an. Ich blende jetzt einfach mal die Unterschiede an zum Start, dann seht ihr nochmal, was hier der Akkuverbrauch war und in welcher Zeit das Ganze dann entsprechend hier verbraucht wird und könnt es dann auf eure Touren und auf eure Strecken hochrechnen. Wir sehen aber einen weiteren Unterschied. Wir sehen hier 14,7 Kilometer zu 15,48 Kilometer. Hier ist Multiband-GPS dabei. Beim Edge beenden wir das Ganze aber erstmal und sehen hier, are you sure to want to end right? Yes.
Dann können wir noch bei den Details ein bisschen durchgehen. Wir sehen hier zum Beispiel Höhe, Aufstieg, Abstieg, beziehungsweise bei Power, wenn ihr Power angeschlossen habt, bekommt ihr so Average Power, beziehungsweise auch die Trainingsanstrengungen, die TSS, die verschiedenen Daten, wenn ihr das Ganze entsprechend angeschlossen habt. Das machen wir jetzt einfach speichern. Ja, und dann haben wir hier auch noch das WLAN. Wir sehen hier, das Ganze wird am WLAN verbunden und synchronisiert, beziehungsweise dann bei Suunto, Komoot etc. hochgeladen. Und ihr könnt theoretisch auch eine SIM-Karte hier anschließen. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber die Option gibt es auf jeden Fall. Ja, mein Fazit der Navigation in Karo 2 zu kommen. Ich bin doch wirklich sehr begeistert. Das Display ist einfach nur der Hammer. Also muss ich einfach sagen, das ist wirklich so schön ausgeleuchtet, schön klar. Das einzige Manko ist jetzt an der Stelle, dass halt alles auf Englisch ist. Heißt, also wenn ihr mit englischer Sprache so ein bisschen Probleme habt, dann ist vielleicht das Gerät nichts für euch. Aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Ihr bekommt es da auf jeden Fall hin. Da müsst ihr jetzt keine großen Englischkenntnisse haben. Der Standard reicht da völlig aus. Einzig bei den Abbiegehinweisen gab es so ein, zwei, die jetzt nicht aufgetaucht sind, weil eine Kreuzung danach gekommen ist. Da war das irgendwie nicht so. Sonst habe ich alles bekommen, auch wunderbar angezeigt. Ich finde das mit dem schwarzen Balken, der dann sich so langsam füllt, wirklich sehr gut, weil ich bin einer, der kann 20 Meter nicht einschätzen. Ich bin da ganz schlecht in sowas. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und bringt dir direkt on point dann, wann die Abbiegung ist. Ihr bekommt auch immer ein Signal angezeigt und wirklich super. Auch das Climb Pro nenne ich das jetzt einfach mal, oder der Anstieg ist wirklich schön zerlegt, auch mit den Zahlen, wo unten das Ganze dann angezeigt wird, wie der Berg verläuft. Einfach wirklich klasse. Also wenn ihr jetzt nicht im Garmin-Kosmos und Wahoo-Kosmos extrem verheiratet seid, dann könnt ihr euch wirklich mal überlegen, ob ihr das euch zulegen wollt, zumindest mal zum Testen. Ich finde es wirklich gut. Was auch sehr gut ist, es gibt einen Adapter, um die Garmin-Anbindung oder Verbindung zu nutzen. Das heißt also, wenn ihr von Garmin schon irgendwelche Verbindungsmöglichkeiten habt oder halt einfach da gute Sachen kriegt, da könnt ihr auf jeden Fall auch die von Garmin verwenden. Da ist entsprechend auch ein Adapter enthalten. Ich werde das Gerät auf jeden Fall weiter testen, mal gucken, wenn die Indoor-Zeit anfängt, auch hier was machen, beziehungsweise es gibt ja auch die Möglichkeit, hier Workouts durchzuführen. Wenn dich sowas interessiert, lass doch gerne ein Abo da. Wenn dich generell mein Kanal mal interessiert, wenn du sehen willst, was ich sonst noch alles mache, ich habe oben eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen. Da habe ich so alle Videos, die hier auf meinem Kanal stattfinden, angefügt. Natürlich würde ich mich freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.